Viele halten Prokrastination bei der Bachelorarbeit für ein Disziplinproblem. In Wirklichkeit steckt oft etwas anderes dahinter. Du weißt eigentlich, was zu tun wäre, und trotzdem fängst du nicht an. Das wirkt im ersten Moment wie ein Disziplinproblem. In den meisten Fällen trifft das aber nicht den Kern. Prokrastination bedeutet, dass wichtige Aufgaben aufgeschoben werden, obwohl man weiß, dass das negative Konsequenzen hat. Dieses Verhalten trifft besonders häufig bei Aufgaben auf, die komplex und offen sind. Die Bachelorarbeit gehört genau in diese Kategorie. Es gibt keinen klaren Startpunkt, keine eindeutige Lösung und oft auch keine direkte Rückmeldung. Das führt dazu, dass die nächsten Schritte nicht eindeutig sind. Und an dieser Stelle entsteht häufig die eigentliche Ursache vieler Blockaden. Prokrastination ist in diesem Kontext oft kein Zeitproblem, sondern ein Orientierungsproblem. Wenn nicht klar ist, was genau zu tun ist, reagiert der Arbeitsprozess häufig mit Stillstand. Der Kopf vermeidet die Situation, weil sie unsicher und überfordernd wirkt. Ein hilfreicher Perspektivwechsel ist deshalb, Blockaden nicht zu bewerten, sondern zu analysieren. Statt dich zu fragen, warum bin ich so unproduktiv, kannst du dich fragen, was ist an dieser Stelle gerade unklar. Häufig liegt die eigentliche Ursache nicht im Schreiben selbst, sondern in einer vorgelagerten Entscheidung. Zum Beispiel, die Fragestellung ist noch nicht klar genug und die Struktur ist noch nicht stabil oder die nächsten Schritte sind nicht eindeutig. Und manchmal sind auch die eigenen Erwartungen an den Text zu hoch. In solchen Fällen hilft es oft nicht, mehr Druck aufzubauen oder einfach anzufangen, sondern einen Schritt zurückzugehen und die Unklarheit gezielt aufzulösen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Perfektionismus. Wenn jeder Satz beim ersten Schreiben überzeugen soll, wird Schreiben schnell zu einer Situation, in der Fehler vermieden werden müssen. Und dann sind Blockaden keine Schwäche, sondern eine nachvollziehbare Reaktion. Ein hilfreicher Ansatz ist, Schreiben bewusst als Arbeitsprozess zu verstehen. Der erste Text muss nicht gut sein. Er muss nur zeigen, wo dein Denken gerade steht. Und auch emotionale Faktoren spielen eine Rolle. Aufgaben werden häufig als unangenehm, unsicher oder potenziell scheiternd erlebt. Das Aufschieben reduziert kurzfristig den Druck, verstärkt das Problem langfristig aber oft. Wichtig ist deshalb zu verstehen, Blockaden sind kein individuelles Versagen. Sie sind ein Hinweis darauf, dass im Prozess etwas noch nicht passt. Und wenn du lernst, dieses Signal ernst zu nehmen, verändert sich auch dein Umgang damit. Du reagierst nicht mehr mit zusätzlichem Druck, sondern mit Anpassung. Die entscheidende Frage ist dann nicht mehr, warum schaffe ich das nicht, sondern was brauche ich hier, um weiterzukommen. Mit diesem Verständnis wird Prokrastination nicht vollständig verschwinden, aber sie verliert ihren Druck, weil du sie besser einordnen kannst. Und das ist die Grundlage dafür, kontinuierlich voranzukommen. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.